Hi und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute geht es um die Aktie von STRC. Das ist eine Vorzugsaktie von Strategy, ehemals MicroStrategy. Und das ist jetzt wirklich so wie ein Konto bei einer Bank, würde ich jetzt behaupten, was hier Strategy vorhat. Denn STRC ist eine Vorzugsaktie, die kann man an der Nasdaq kaufen oder bei Brokern, die eben dort gelistet sind. Das erwähne ich am Ende des Videos, wo man die kaufen kann. Aber jetzt geht es erstmal, was macht die Aktie aus? Was sind die Vorteile, Nachteile? Worum geht es hier? STRC ist genannt Stretch, also in der Abkürzung. Es geht praktisch es ist kurz gesagt Definition eine variable verzinste Vorzugsaktie. Also verzinst, das ist schon mal ein wichtiges Wort. Der Nennbetrag liegt bei $100. Das heißt, der Betrag soll immer bei $100 liegen. Der soll stabil bleiben, wie der Betrag eines Kontos auch stabil ist. Wie wird das geregelt? Und zwar, wenn der Preis fällt, wenn jetzt zum Beispiel mehr verkauft würde, eben im Bärenmarkt der Aktie oder sowas, wobei ich im Bärenmarkt eher kaufen würde, aber dazu später mehr. Wenn jetzt mehr verkauft wird, dann steigt ja also fällt die Nachfrage und das Angebot bleibt gleich, dann erhöht Strategy einfach die Zinsen, die auf die Aktie gezahlt wird. Also die Zinsen, sind so eben die Dividendenzahlungen und die liegen immer so die sollen auf jeden Fall über 10% liegen. Und aktuell ist nämlich so eine schwierige Phase, wo Strategy jetzt, keine Ahnung, nicht extrem riesige Gewinne macht durch die Bitcoin-Käufe. Und deswegen notiert die Aktie ziemlich niedrig. Um jetzt wieder mehr Leute anzulocken, die Aktie kaufen, erhöht Strategy die Dividende auf fast 12%. Das war eben letzte Woche der Fall. Und dann haben extrem auch viele Hedgefonds, Family Offices die Aktie gekauft und haben praktisch eine garantierte Dividende von 12% auf die Aktien bekommen. Die Dividende ist aber variabel und ist jetzt auch schon wieder ein bisschen gesunken auf 11,25%. Also 0,75% Punkte gesunken. Das ist aber immer noch extrem hoch, finde ich jetzt. Weil auf dem Girokonto bei einer normalen Bank bekommt man vielleicht gerade noch 2% maximal, eben den Leitzins, und hier bekommst du praktisch 11% immer noch auf dein eingelegtes Geld und hast einen stabilen Wert, kannst also jederzeit das Geld reinpacken, wieder rausnehmen, reinpacken, wie ein Konto, wie ein Girokonto, wo du praktisch 11% Dividenden bekommst. So, wenn jetzt der Preis aber über 100 geht, dann das wollen sie ja auch nicht, das wäre natürlich schön für die Anleger, aber das wollen sie auch nicht. Dann werden einfach wieder neue Aktien ausgegeben, dann gibt es wieder mehr Angebot, gleichbleibende Nachfrage, die Preise fallen wieder. Das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Das ist der Hauptvorteil von Stretch, dass hier der Preis gleich bleibt, das ist auch der Sinn dieser Vorzugsaktie, und diese hohen Dividenden, das machen die Aktie vor allem aus. So, die Dividenden sind auch noch kumulativ. Die Dividenden, also ich nenne es auch mal gern Zinsen, werden monatlich ausgezahlt. Immer am 31. oder 30. immer, also am letzten Tag werden die ausgezahlt, kriegst du deine 10%, also auf den Monat runtergerechnet, 10, 11%, also wenn es 12% sind, kriegst du praktisch jeden Monat 1% Dividendenrendite. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ziemlich gut. Wenn jetzt Strategy in Schieflage gerät und die Dividenden gerade nicht gezahlt werden können, weil sie irgendwie gerade kein Cash haben und kein neues bekommen, dann werden die kumulativ gerechnet. Das heißt, zum Beispiel 6 Monate werden keine Zinsen gezahlt, dann kriegst du die aber im 7. Monat, wenn sie dann wieder Geld haben, kriegst du die Zinsen wieder und kriegst sogar noch Zinsen auf diese nicht gezahlten Zinsen, also Zinseszinseffekt. Diese Zinseszinsen, die liegen auch wo der variable Zinssatz ist, eben gerade bei 11%. Das heißt, das wäre auch nochmal gut, du kriegst nochmal die 11% auf diese 6 Monate nicht gezahlten Zinsen. Das ist auch gut. Ich hoffe natürlich, oder die meisten wollen das vielleicht nicht, dass jetzt mal das ausgesetzt wird, aber hier ist man ziemlich sicher, dass man wirklich eine garantierte Dividende oder eine garantierte Zinszahlung hat. Das ist ein Vorteil auch dieser Aktie. Die Aktie ist nicht wandelbar. Das habe ich im anderen Video schon erklärt zu STRK, was auch ein Favorit für mich als junger Mensch ist.
diese Aktie ist eher für Leute gedacht, die vielleicht schon etwas älter sind, schon ein großes Portfolio haben und sagen, okay, ich möchte auch vom Bitcoin profitieren, aber eben hier nicht so riskant in die Stammaktien MSTR investieren, die im Bärenmarkt um 80% fallen, dafür im Bullenmarkt wieder 1000% steigen, weil ich möchte vielleicht, wenn ich in Rente gehe oder so, brauche ich das Geld und dann möchte ich einen gleichbleibenden Cashflow haben, eben wie ein klassisches Dividendenportfolio oder ein Dividendeninvestor. Eben Leute, die vielleicht 100.000 haben, könnten die da reinstecken, kriegen dann jeden Monat jetzt bei 12% Dividende, also wenn sie jetzt anfangen würden, kriegen sie dann jeden Monat 1%, $1000 ausgezahlt als Cash, als sicherer ja, Cashflow. Ist eigentlich ziemlich gutes Angebot. Und ich würde auch sagen, hier kann wirklich keine Bank mithalten. Hier wird langsam Strategy wirklich zu einem Bankanbieter, der in Zukunft vielleicht einige Banken ablösen kann. Gut, die Vorteile habe ich genannt. Geringe Volatilität, hohe Seniorität heißt das. Das heißt, wenn jetzt eben das Unternehmen liquidiert wird, ich habe es schon mehrmals in den Videos gesagt, extrem unwahrscheinlich, die Dividendenzahlungen sind für die nächsten 72 Jahre gesichert eigentlich schon. Aber sollte es mal wirklich zum kompletten Notfall sein, dann wird man auch als erstes bedient. Das heißt, das Unternehmen wird liquidiert, alle Bitcoins werden verkauft, alle Cashbestände werden verkauft. Als erstes wirst du ausgezahlt mit deinen STRC-Aktien, Stretch. Dann werden STRF-Aktien ausgezahlt und dann STRK, dann STRD und dann erst die Hauptstammaktien, also die an der Börse gehandelt werden, die Aktienanteile, also die Aktionäre, die kommen praktisch als letztes und du hier als Geldgeber bekommst als erstes. Das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, meiner Meinung nach, ein bisschen Geld wird schon übrig bleiben bei einer Liquidation. Deswegen ist es hier ziemlich sicher, dass man hier investiert. Das soll auch der Sinn sein. Die Aktie richtet sich wirklich an sichere Anleger, die eben vom Bitcoin profitieren möchten, aber nicht direkt in den Bitcoin investieren. Genau. Zinseszinseffekt bei Verzug habe ich erwähnt. Zinsintervall wird monatlich ausgezahlt. Kommen wir zu den Nachteilen. Nachteil ist, dass die Dividende eben variabel ist. Das heißt, du kriegst jetzt nicht die 12%, die es jetzt mal gab, die kriegst du nicht eben sicher. Im Bullenmarkt kann es auch mal sein, dass dass viele Leute die Aktie kaufen und dass sie nicht so viele Aktien ausgeben neu oder dass sie mehr Aktien ausgeben und dass die Dividende nicht so hoch sein muss, um Anreize zu schaffen, die Aktie zu kaufen. Da kann sie vielleicht auch mal auf 8% fallen im Notfall. Das ist immer noch eine gute Rendite, aber du kriegst eben hier nicht ganz sicher. Du kriegst einen sicheren, also die Sicherheit ist hier eher auf Fokus, dass der Preis immer bei $100 ist. Kommt eben komplett auf den Markt drauf an. Wir kennen uns hier noch nicht aus. Die Aktie ist noch nicht so lange handelbar. Jetzt im Bärenmarkt ist der Preis eben stark gefallen. Die Dividenden mussten stark erhöht werden und viele große Family Offices haben sich jetzt hier mal mit Aktien eingedeckt. Für mich klingt das eigentlich positiv, plausibel und ja. Risiko ist natürlich auch noch, komme ich noch zum Risiko. Man ist schon etwas abhängig vom Bitcoin. Wenn jetzt der Bitcoin auf 0 geht, ja, dann wird man wahrscheinlich ausgezahlt werden, kriegt hier keine 10% Dividende im Jahr, muss sein Geld wieder irgendwo anders reinpacken. Aber ich gehe davon aus, ich habe mir den Bitcoin angeschaut, ich habe ein Video dazu gemacht. Ich gehe davon aus, dass der Bitcoin in Zukunft mehr Relevanz haben wird, weiter steigen wird und deswegen auch diese Aktien hier sicher sind. Genau, es gibt noch ein weiteres Risiko und zwar das Kündigungsrecht hat Strategy, also die Firma, hat ein Kündigungsrecht an den Aktien. Ich weiß nicht, warum sie das eingefügt haben oder wann sie das verwenden könnten, aber es besteht das Risiko, dass sie sagen, okay, wir stoppen jetzt die Dividendenzahlungen, weil wir haben genügend Geld, wir haben genügend Bitcoin, keine Ahnung, wer weiß. Michael Saylor hat es hier auf jeden Fall eingebaut, dass sie sagen können, ja, wir kaufen dir die Aktien zurück, ja, so als Zwangsmaßnahme, dann kriegst du dein Geld, die Dividenden werden dir noch ausgezahlt, aber in Zukunft kriegst du halt keine mehr und dann, ja, das ist ein Nachteil, also man kann sich jetzt hier auch nicht verlassen, dass man sagt, ich investiere
und in 20 Jahren kriege ich immer noch meine Dividende. Das weiß man nicht. Es ist ein neues Finanzprodukt, aber es ist auf jeden Fall extrem interessant. Ich empfehle es nicht, ich gebe hier keine Empfehlungen, aber das Produkt richtet sich eben an eher sichere Investoren, die einen Cashflow haben wollen, die auch meinetwegen sagen, komm, 8% Zinsen ist völlig genug. Mir ist es nicht wichtig, dass ich 12% kriege, ob ich 10% kriege. Ich möchte einen gleichen Cashflow. Ich möchte, dass meine Aktien nicht mehr so volatil steigen. Und ja, an die Leute richtet sich das. Dafür hat Michael Saylor das geschaffen. Er hat das auch in einigen Interviews erwähnt, dass er auch genau die Zielgruppe ansprechen möchte, weil die eben noch nicht so im Bitcoin-Space aktiv sind. Und ich denke, er hat das damit gemacht. Wenn ihr Fragen habt zu der Aktie, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch die anderen an, die ich hier auch verlinke. Und lasst gerne ein Like da und ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.